Hallo, ich bin Ivan Garcaño, ich arbeite als Verkäufer in Original und Verpack. Ist die erste Laden in Berlin, wo kannst du kaufen die Sachen, die du brauchst, in der Menge, die du brauchst. Die Idee von uns ist, keinen Müll produzieren, keine Plastikmüll mehr. Und die Sache ist, dass die Leute kommen mit seinen eigenen Behalter bei uns und können so weiter kaufen. Bei uns kommen die Sachen in großer Menge, eine große Papierbeutel oder Papiersack von 25 Kilo, 30 Kilo. Und dann produzieren wir weniger Müll. Die Papiermüll ist noch recycelt. Und dann ist unser Konzept, weniger Müll zu produzieren, dass die Leute kaufen die Menge, die sie braucht und nicht mehr. Und dass die Leute lernen, wieder benutzen seine eigenen Behalter, Papiertüten, Beutel von dem alten Einkauf. Hier bei uns kein Problem. Also das Cookie Scream ist ein vegetarisches Restaurant und wir machen im Cookie Scream eine Küche ohne Pasta, ohne Tofu und ohne Reis. Wir versuchen die Gemüseküche ein bisschen anders zu machen als das, was man erwartet. Zum Beispiel mit dem Peter arbeite ich zusammen. Ich spiele so, dem kann ich genau sagen, ich brauche Fenchel 3 cm Durchmesser, 15 cm Länge. Und er baut das so für mich an. Er taktet das so, dass er immer jede Woche neu sät. Und dann kann man das immer wöchentlich ernten. Und er geht jeden Tag übers Feld, guckt, wie groß die Pflanzen sind, erntet das dann und schickt mir das runter. My name is Svenja. I work for the Prinzessinnengarten in Berlin, Kreuzberg. We exist there since about 6 years. We're now going to go into the 6th season. We're a big garden right in the middle of the city. And we garden with about maybe 1,000 volunteers per year. That is the main point of this place, but it's also a platform where you can do lots of other things, not just gardening, but also visiting workshops, making your own projects, eating local food at our kitchen, maybe repairing your bicycle at the bicycle workshop. So yeah, it's basically a platform for people to interact with the city, with the topics of sustainable living. What you can see in the garden are, well, first of all, plants, and maybe you don't see the diversity in the very first second, but what we, for example, have is about 500 different plant breeds. That doesn't mean species, but for example, including 60 tomato breeds. Because what you maybe often find if you shop as a chef are not so many diverse breeds. Maybe you find some special tomato flavors and things like that. But what's often hidden, what we don't see anymore, maybe from our grandma's garden, are old breeds that have very different ways of growing, that hide certain flavors that do very specific under specific conditions, that are maybe very receptive to the soil they grow in. And as a chef you might want to enhance that and show that, and with your food show also maybe the landscape it has grown in. Wir bei Zeit für Brot haben eigentlich diese alte Tradition aufgegriffen und verwenden uralte Rezepte noch vom Urgroßvater meines Partners und backen eigentlich so, wie man früher gebacken hat. Das heißt, wir stellen alle Backwaren aus den Rohstoffen her, sind Bioland zertifiziert, hierher, also vor den Augen der Kunden. Wir haben eine transparente Glasscheibe, wo die Kunden den Prozess des Backens mitverfolgen können und auch natürlich den Bäckern Fragen stellen können, weil das ist gleich nebenan. Wir arbeiten mit Abwasserwärmerückgewinnung, also wo wir die Abwärme des Ofens wieder in den Kreislauf einspeisen zum Beispiel. Wir haben einen Elektroofen und verwenden natürlich Ökostrom, also ökologisch erzeugten Strom. Und der gesamte Laden, also alle Produkte, die man bei uns findet, sind mindestens EG Bio zertifiziert, die Backwaren sogar Bioland zertifiziert.